anbeten den König. Du König der Ehren, Herrscher der Herrscharen, verschmiss nicht zur Ruhe Mariens Schoß. Du wahrer Gott von Ewigkeit geboren, oh lasset uns anbeten, oh lasset uns anbeten, oh lasset uns anbeten den König. Kommt, singet den Herrn, singt die Engelchöre, frohlacket, frohlacket, ihr Seligen. Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden, oh lasset uns anbeten, oh lasset uns anbeten, oh lasset uns anbeten den König. Ja, der du heute Mensch für uns geboren, Herr Jesus sei Ehre und Preis und Ruhm. Der Fleisch geworden ist, Wort des ewigen Vaters, oh lasset uns anbeten, oh lasset uns anbeten, oh lasset uns anbeten den König. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has traído aquí. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Bendito sea Jehová mi roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has traído aquí. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Bendito sea Jehová mi roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Jehová. Y en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amen. En weer tot nächste lied waar we dat afverheven. Till Christen och zugleich vor seinem höchsten
aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein, in einem Krippelein. Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Wie konnte doch vor Freundlichkeit uns Jesus Christus sein, uns Jesus Christus sein. Heute schließt er wieder auf das Tor zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr davor, Gott sei Lob, Ehr und Preis, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Zum himmlischen Vater, wir danken dir, Herr, für diese Zeit im Jahr, wo wir denken dann, und wo die in der Welt ankommen, da du hast ein Ziel dafür, du wirst anraten, du kämpfst für mich, du kämpfst für jedem einen hier so. Und wir danken dir für das. Und Herr, ich bete, dass du magst uns segnen mit frischer Kraft und Mut. Herr, für jeder eine, dass du magst sie abbauen durch diese Zeit, dass die Botschaft und die Gemeinschaft und das Singen wird halten, wenn sie waren rückkommen von hier, dass ich kann besser zeugen für die, der bete in Jesu Namen. Amen. Wir werden von der anfangen mit einer Weihnachtsserie. Und danach, das Sie noch in Ihrem Bulletin, sagen da Jublen und Singen. Die Texte, die wir werden durchkicken, die sind in Lukas Kapitel 1 und Kapitel 2. Und der Ursache, warum ich dort da Jublen und Singen, diese ganze Serie, ist, dass wenn eine der Weihnachtsgeschichte horchen wird, das ist besonders Lukas Kapitel 1 und Kapitel 2, dann wird er dort an, dort auf verschiedenen Städten an der Weihnachtsgeschichte, dann sind da Menschen, und die fangen Gott an zu preisen, zu singen, zu jubeln, die freuen sich, aus der dort anwohnen, dann, was Gott schaffen hat in der Welt. Und das ist interessant, nicht bloß, dass die dann mit einem Gott preisen dann und jubeln dann, aber was noch interessant ist, was dann von der Müll kommt. Das was kommt dann von der Hort rüt. Wird das auch wichtig. Von der Geschichte, was wir gerade hatten, hier so von gehört, von Maria, das ist die Geschichte, wo ich von der auch will wiedernehmen, wieder von Kjoakj diese Geschichte auch lesen. Und ich habe die Botschaft von der genannt, Maria erleut. Und wenn ihr in Lukas Kapitel 1, Vers 46 bis 55 kicken, dann, du kannst immer recht sagen, in der Plattdeutsche Bibel, in den einzigen anderen Bibeln, hat man recht angetegnet. Hier in der Plattdeutsche Bibel sagt das, aus der Überschrift, Maria dankleid zu Gott. So das ist ausgetegnet, du so. Was ich gleich tun, ist, ich will ein klein bisschen die Geschichte annehmen, wo das bei hier kommt, dass sie diesen Dankleid zu Gott singt, wo brauchst du das du? Wo das ein bisschen Hintergrund. Maria, sie wir eine Jungfrau, sie wir nicht befreit. Sie wir niemals mit einem Mann taub gewesen. Und wenn er die Geschichte hören wird, oder lesen wird, dann hört sich das so, dass Maria, wir hat einen starken Glauben. So hört sich dort. Wenn einer horchen wird, wo sie redet und wo demütig sie ist zu Gott sein wollen, dort hört sich so, sie ist ein stark glaubender Christ. So, das ist der Eindruck, wo einer kriegen wird. Aber ich sage Christ ist so geboren worden. Aber ihr wisst, was ich meine, nicht so glaubt an Gott. Nu, das meint nicht, dass sie perfekt wäre, aber das meint so viel, dass sie wie eine Person, die will ein Gott gefallenes Leben leben. So sieht mir dort, wenn ich die Geschichte lesen darf. Nu, das Maria wird besucht von einem Engel, und der Engel sagt, dass sie soll nicht den Messias zur Welt bringen. Sie können nicht ganz verstehen, sie weiß, wo die Dinge schaffen dann. Und jetzt zu verstehen, sie sagt der Engel, wo soll es werden, wegen ich sie noch niemals mit einem Mund taub gewesen. Und ich sie nicht nur befreit. Sie will sich befreien, nicht? Das
der Port von Geschichte kam, sagt, wo soll das werden? Und dann sagt der Engel über dir, dort Gott wird es so machen, dass sie so dann Baby haben. Und wenn er dann nicht geboren wird, dann sollst die Arme Jesus nennen. Und Jesus bedient Gott mit uns. Das ist, was das Wort bedient. Nu, du wirst mehr Person zu der Zeit, die auch den Namen Jesus erklären, noch vorher. So eine Person, auch Jesua im Alten Testament, das wird dasselbe Namen. Aber den sie Namen so Jesus heißen, Gott mit uns. Und als der Engel das dann hat gesagt zu dann lest dann hier so in Vers 38 sagt, Maria sagt, ich sehe hier den Herrn zu dein. Lut mit mir wollen, was du gesagt hast, dann vielleicht der Engel. So ist hier ganz handgeeft. Sie hat das nur recht gekriegt und sie sagt, ich sehe hier, mein Zweck im Leben, die Ursache, warum ich in der Welt sehe hier. Ich sehe hier dem Herrn zu dein. Doch was du hast nie gesagt, wo Gott uns das hat gesagt, lut es dort sein. Das ist, was ich will haben. So, sie ist ganz handgeeft. Ich will hier so auch gleichen über, was zu sagen, wegen nochmal habe ich bloß dort Scheineport von dem Bild. Nicht? Das Bild von, oh, das ist ihr Schein, sie wird den Messias zur Welt bringen. Wir können uns freuen. Ja, wir können. Maria, das auch, wir wollen das sagen. Aber doch, das ist noch eine andere Seite. Wenn einer denkt, an diese Mial, sie will sich nicht auch noch befreien. Was wird er mal sein? Was hier so angeht? Oder die wollen, was wird Josef sein? Ich stelle mir vor, so eine Gedanken wollen auch sehr näher gehabt, nein, nicht gut. Aber sie sagt, ich gebe mich an, was immer Gott sagt. Nu, Gott, in dem Sinne genug, schickt auch den Engel nach Josef. Und sagt zu Josef, kick mal, das wird hier so passieren, dass mit Maria, du wegen so einer Sache, ich habe das getan. Sei es nicht antrüge was, nicht von so was, du sollst er befreien, du sollst er nehmen. Und er sagt zu ihm dann auch, krieg was an jetzt. Aber Maria weiß das noch nicht, oder? So, nochmal habe ich bloß vielleicht die Scheine sieht von dem Bild nicht. Und wir machen dort auch weiter dort würden was auch bedreckend sein. Was soll ich vorhin mit das? Nicht? Aber das wird dann passieren, aber der Engel sagt doch noch ein Ding zu Elisabeth. Oder nicht zu Elisabeth, zu Maria. Maria hat was Freundschaft, dass wir eine ältere Frau mit dem Namen Elisabeth. Sie will eine ältere Frau, ihr Mann wie ein älterer Mann, und die haben niemals Kinder haben. Und die werden alle, und nie sagt der Engel, du bist nicht die einzige Person, die so ein Kind haben. Elisabeth soll auch. So, nun haben sie das nur recht gekriegt, und von hier wurde ich dann die gleichen zu lesen, von Vers 39 bis 45. Das ist kurz nur dort, was der Engel erst bei Maria gewesen. Dann sagte, dann mögt Maria sich reut und spaut sich, dass sie in eine Stadt an der Boy in Judäa kam, wo sie bei Zacharias am Haus hineinging und Elisabeth begrüßt. Als Elisabeth den Gruß von Maria hielt, sprang dort Kind am Mutterlief. Und voll vom Heiligen Geist und mit einer lauten Stimme sagt sie, begnudigt bist du manche Frühs, und begnudigt ist dort Kind, dort von die, was geboren worden. Aber warum habe ich dort verreicht, dort mein Herr seine Mutter nicht mehr kommen soll? Weil sobald es aus meinen Ohren diene Größhieden, sprang mir dort Kind am Mutterlief mit Frieden. Ihr seht, es sei, der glaubt, dort so rankommen wird, aus der Herr gesagt hat. So hier sich dort so, es kurz nur dem, was Maria hat den nur recht gekriegt von der Engel, kurz nur dem, hat sie entschieden, sie will das Elisabeth besiegen. Der Engel hat gesagt, Elisabeth soll ein Kind haben. Nu will sie durch eine Elisabeth hangehen. Und das wird vielleicht ram 3 bis 4 Deel dir zum diese hangehen. So wie oft ist dort wir. Nu mit 40 würde einer Busi durchkommen.
Aber der hat lang vor dir. So, am 3 feiert der, Timbet durchkommen, wo Elisabeth wir. Sie will auch nicht besiegen. Und dort sag ich, sie spaut sich. Timbet du so ankommen, Elisabeth besiegen. Nee, ich merke mir dort deutlich, und ich weiß nicht, aber ich merke mir dort deutlich, dort vielleicht wird so wie hat Maria noch keiner dort gesagt. Was hier alles an jetzt. Was der Engel hat gesagt. Wo soll einer den Menschen das vertellen, nicht? Wo wirst du das nicht zu den Menschen erklären? Wer wird die glauben? Was hier an jetzt. So, ich merke mir dort deutlich, sie spaut sich, um sein Bett durchzukommen, wo Elisabeth wir. Wegen ich glaube, sie wollten ein Bett hoch und hoch sein, ein Port, sei begeistert und froh sein, über das nur recht. Und der andere Hälfte wird sie vielleicht sehr Angst haben. Und nu kam sie Bett durch. Vielleicht ist Elisabeth die einzige Person, die Arnie kann verstehen. Die kann glauben. Wegen der Engel hat er das auch vertelt. So kam sie Bett durch. Und dort sagt, dort braucht bloß, dort Maria Elisabeth grüßen hat. Und vorher weiß Elisabeth alles, was angeht. Alles, was zu Maria passiert ist, weiß sie. Und dann sagt er dort, sie wird voll vom Heiligen Geist. Und dann sagt sie zu Maria, krieg jeder Ding, was du sie geworden hast. Und sagt sie auch, und dort, was dir gesagt worden ist, Maria, das soll alles so passieren. Ich stelle mir vor, für Maria wie eine große Lur aufgekommen, nicht? Krieg du. Hier ist eine Person, sie weiß krieg, wo mir das geht. Und diese Umstände, sie glaubt mir, sie weiß alles. Gott hat das alle offenbart, nun kann ich mich entscheiden, zu dieser eine Person, alles, was an mein Hart ist. Ich glaube, diese Lud wäre viel leichter geworden, krieg du. Und dann sagt er, ob diese von ihr Leid in Vers 56, Maria bleibt bei Elisabeth ungefähr 3 Monate. Und dann geht nach Haus. So, sie bleibt also dann stolz mit Maria taub sein. Diese Taubgemeinschaft haben. Und das ist, was dort durchleiden wird, was viele Menschen dann nahen Maria ihr Leid. Das sind die Umstände, die dort durchbringen wird. Nun kommt dort diese Frieden und das Jublen rührt von ihr. Und ich würde gleich den ganzen Aufschnitt zu lesen und dann ein klein bisschen bekicken. So, wenn wir mal lesen von Vers 46 durch 54. Und Maria sagt, meine Seele luft dem Herrn. Und mein Geist freut sich in Gott, mein Heiland. Er hat mich, seine geringe Dienstmahl, nicht vergessen. Und von nun an wollen alle Generationen sein, dort ich gesegnet sie. Der Allmächtige hat große Dinge an mir getan. Und sie nun ist heilig. Er wird immer mit dem mitfallen, der am fürchten. Er hat mit seinem Arm gewaltige Dinge getan. Und die in dort elende Stadt, die an sich stolz sind. Er hat Königs vom Thron gestarrt und die zu Ehren gebracht, die leer stehen. Er hat die Hungrige Gott zukommen lassen, über die Ricke mit Ladgehäng wachgeschickt. Er hat sein Knecht Israel und fällt immer mit seinem Volk, mit Abraham und seinen Nachkommen, so es heute unser Vater gesagt hat. So nu kommt dort, wo an Hort ben ist, rüht. Und hier dat sie jubeln und singen. Und hier ist ein Teil, wo hier ben ist, und bei nicht das einmal ein bisschen ganz bekicken, was ist dort, was von euch rüht das? Und ich weiß nicht, ist die Eier haben und das gedacht, wir werden nach Einzelwies das da kicken, aber am großen Ganzen, weißt du, was von hier rüht das? Oder von euch? Schrift. Schrift. Gott sein Wort, den Alten Testament, kommt von Arut. Und diesen Aufschnitt sind viele Dinge, die ähnlich hier tun, nur mehr stehen im Alten Testament. Dort leid von Hannah im Alten Testament, es sei so ein Kind haben.
Port von dort hier sich tun. Ein Teil von den Psalmen, hier so in der plottische Bibel sind Wasser angetekent, aber ein Teil andere Psalmen, die hier so auch nicht angetekent sind ähnlich, ist dort, was Maria hier sagen wird. Schrift kommt von ihr hart rüt. Und wenn ich an das denke, was vom Hartbein ist, dort kommt rüt. Maria hat Schrift in ihr Hart. Und nu sie fängt an, Gott zu preisen, und dort, wo Gott nu in ihr Leben deut, dort wir ein Betzes, wenn sie die Wahrheiten von Gott im Alten Testament, die Dinge, was sie wisst und ihr lest im Alten Testament, nu haben sie dort zum Leid gemerkt für sich. Dort wir eine persönliche Erfahrung, ein persönliches Leid über Wahrheiten von dem Alten Testament bin. Und ich wundere, für uns, wenn ich an das denke, how wir Wahrheiten von Gott sein Wort an uns hat, so dass bin, dass wenn Gott erst was in uns Leben tät, dort wird rauskommen, als Gott sein Wort und Gott seine Wahrheit, sind dort die Dinge, die durchkommen. Dort sei wie an Maria. Was kommt von uns raus? Aber das ist das große Bild, was hier so ist. Aber wenn wir mal eins so wie es das durchkicken, Vers 46 bis 49 noch einmal lesen. Maria sagt, meine Seele lobt den Herrn, und mein Geist freut sich in Gott, mein Heiland. Er hat mich, seine geringe Dienst mir auch nicht für jeden, und von nu an wollen alle Generationen sein, dass ich gesegnet sie. Der Allmächtige hat große Dinge an mir tun, und sie nun als heilig. So sie fängt hier an mit einem persönlichen Ding, persönliche Erfahrung, wo Gott hat getan in ihr Leben. Und sie sagt hier so ein Ding, alle Generationen wollen sagen, dass ich gesegnet sie. Das wird vielleicht nicht so sein, zu ihrer Zeit sein, ihr weißt. Vielleicht alle nur dem. In ihrer Zeit, welche Person würden vielleicht so gesagt sein. Aber ich glaube, fehlt alle nur dem. Aber sie wisst die Wichtigkeit von dort, wo Gott in ihr Leben tut. Und sie wisst, dass ihr Port in Gott sein Plan wie wichtig ist. Sie soll die Welt nicht raten. Ihre Abgabe wie auch nicht, dass alle Menschen sollen sich bekehren. Aber dass alle Menschen würden Jesus finden. Weißt du, was Gott, was von der Abgabe Gott auch hat gegeben? Du sollst ein Baby haben. Und du sollst den Baby abtragen. Und dort Baby soll die Welt raten. Deine Abgabe ist nicht, die Welt zu raten, aber deine Abgabe ist, das Baby abzutragen. Sie sagt, dass dort wichtig wäre für ihr Leben. Luther wurden alle Menschen gesegnet worden, durch das alle. Die ganze Welt. Aber das wäre ihre Abgabe. Wenn wir denken an unsere Raum in der Welt, fehlen dann do wir vielleicht uns Platz im Leben, unser Raum, wo wir spielen und hier auf der Erde. Wir tun die vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht durchstapeln oder irgendein Weg irgendwo, denken, das ist nicht so wichtig aus Janport. Aber das ist nicht die Einstellung nicht von Maria. Und das ist nicht die Einstellung, was uns so sein. Was wird passieren, wenn wir würden Weg ableihen, ab jeder Position, in jeder Ding, was wir können tun für Gott, wo er uns hat angestellt, wenn wir würden so einen großen Weg ableihen, was wird Gott der dort schaffen können? Glaube ich, dass es wichtig wäre, dass Maria so das Kind, Jesus, Gott abtragen. Glaube ich, wäre dort wichtig, dass Jesus, sie sollen Jesus Gott abtragen. Ich glaube, wir würden alle sagen, na sag ja nicht, das ist Jesus. Hier ist meine Frau. Glaube ich erst, dass irgendwo wenn ja wichtig, dass du deine Kinder Gott abtragen lässt. Ich glaube, das ist kein Unterschied. Nicht? Dort kennt wir Jesus.
Dine Kinder sind Jesus. Hij wilde ook gaan. De opgave is ook wichtig. Ik had mijn vrouw deze laatste week gevraagd. Ik heb vergeten wat ze voor antwoord gegeven deed. Vielleicht wist ze niet wat te zeggen. Ik heb vergeten. Ik vroeg haar, wat wist je die feilen, wanneer du nu dus Jezus optragen? Dus, die hast een baby. Die baby is Jezus. Wat wist je die feilen? Hij mal on je dag, stelt hij dit maar voor. En hij wordt alle. En hij wordt het ook aan. Hij weet alles. Waarom weet hij alles? Want hij is God. En nu bent u Jezus zijn mama. Hier zich vielleicht van je, waar hij dat maar in Verkehr stelt. Dat wordt vielleicht zo feilen als een zware opgave, niet? Maar weet je wat? Tim den optragen, brukt datzelfde ding, tim onze kinderen niet optragen. Wie sollen onze kinderen graag zo ernst nemen als Jezus? Nee, nicht door onze kinderen Jezus zijn, die zijn niet de Heiland, maar die zijn wichtig in Gods Augen. Dat is wichtig, wat we die kinderen optragen dan. Geloof je, dat mijn opgave als prediger wichtig is? Geloof je, zal ik mijn opgave wichtig nemen? Ik würde sagen, zeg je Henry, du bent de neemst die opgave zeer wichtig, die zal niet schlaf zijn in die arbeid, die zal goed schaffen, die zal zeer studeren, beter des, die dingen goed predigen, weet niet wat niet. Ja, dat is wichtig. Ik geloof ook dat is wichtig, maar mijn vrouw is dit. Geloof je als jullie opgave? Ook wichtig. Er zijn wijze mensen die opgave in de wereld, die plots im leven wichtiger nemen als andere mensen. Ik geloof niet. Maria ihre opgave weer dit kind op te tragen. Dit kind zal de wereld raden. Du sollst dem bloß optragen. Onze opgave zijn vielleicht anders als andere mensen ihre opgaven, aber die zijn alle wichtig. Wir haben alle einen Part und die Arbeit von Gott. Und die eine Wort kann viel von dem vielleicht reden, aber ich glaube, der Punkt ist sehr klar. Maria wordt hier so an, Marach von seiner geringe Dienst mir all ist. Sei wir eine leere Person. Und sie sagt, weißt du was, Gott hat mich nicht vergeten. Er hat meine Abgabe gegeben. Weil wir es dort und denken, Gott hat mich nicht vergeten, er hat mir eine Abgabe gegeben. Und sie freut sich für die Abgabe, was sie hat. Das ist der gewöhnliche Menschen, durch Gott die Wunder schaffen. Wenn wir wieder lesen, Vers 50 bis 53. Er wird einmal mit dem mitfallen, der am Fürchten, er hat mit seinen Armen gewollte Dinge getan, und die in dort Elend gestaat, die an sich stolz sind. Er hat Königs von Thron gestaat, und die zu Ehren gebracht, die leer tun. Er hat die Hungrige Gode zukommen lassen, über die Ricke mit Lade hängen, wachgeschickt. Sie kennt die Schrift, das ich sehe. Sie weiß, was von Gott sie dient. Und sie weiß, dass Gott kickt die Menschen anders an als die Welt tut. Das heißt, die Menschen, die demütig sind, die Gott erheben, die Menschen, die stolz sind, die hat die raufstehen. Meine Position hier so auf der Erde, weiß sie, dass es nicht so ist, dass im Himmel ist, in Gott seine Augen. Er kijkt u anders an. Und Maria weiß diese Wahrheiten. Sie kennt Gott. Sie hat es gelehrt von den Schriften, wenn sie dort lesen deuten. Und nun kommt das von ihr Hart raus. Das, was sie sagen, sie preist Gott, dass er anders ist als Menschen sind. Und dass Gott an ihr kicken geht, vielleicht mal von den anderen nicht würden. Aber Gott deut. Sie sagen, Sonne wird dann nicht glauben, sie bloß hoch sein, da bringt Gott dann Leer. Dann Vers 54 bis 55,
sagt, er haupt sein Kraft Israel und fällt immer mit sein Volk, mit Abraham und seinen Nachkommen, so es heute unser Vater gesagt hat. Versprechungen, wat erfüllt worden. Maria wist, dass Gott hat im Alten Testament Dinge gesagt, was er schaffen will. Dus ich sage, Gott sein Wort, wie er hat. Und sie sagt, Gott hat Dinge gesagt zu Abraham. Du wirst Dinge, was er will schaffen, nach einer Welt, Versprechungen, was er hat gemerkt, und sagt sie, kann sein, dass Gott diese Dinge. Gott hält die Dinge, was er versprochen hat. Hier ist meine Frage, wenn wir denken an Maria und was leid ist. Und die Wahrheiten, was da kommt. Und wo sie jubeln das. Was kommt von uns hart raus? Oder was ist uns leid? Wann wir würden nie jubeln und singen. Würde Gott seine Wahrheit sein, was rauskommt, so ist für Maria, oder würden das ganz andere Dinge sein? Aber das wird wir für Maria, das ist die erste Leid sozusagen, wo wir werden bekicken. Und beim nächsten Weg werden wir nach einer anderen Person bekicken. Das ist Zacharias. Nächste Weg haben wir die Botschaft, Zacharias, sein Leid. Was kommt von denen sein Hartried? Da werden wir nächste Weg bekicken. Wir werden tot beten. Himmlisch Vater, wir danken dir, Herr, für die Wahrheit von den Wort. Wir danken dir für das Beispiel von Maria, wo handgift sei wir. Herr, an die Umstände. Vielleicht wollen sie auch nicht wissen, krieg wir alles, was ich von Herr über, sei wie will ich dort anzunehmen, was immer die Holz verarbeitet, wo sie annehmen. Sei wissen, dass die Holz, was Gott fair, was die wirst tun. Und Herr, ich bete, dass die uns anschauen, um so eine Anstrengung zu haben. Herr, wir wissen, dass du hast Dinge in uns Leben tun. Du wirst Dinge durch uns schaffen. Und Herr, du musst die uns bloß wichtiger und wichtiger machen. Dort unsere Rolle hier so an der Welt ist auch so wichtig. Krieg so wichtig, aus Maria ehrt wir. Herr, du musst die uns auch wiesen, was wir sind und hier so ab ihr. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él,
Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hebben ons tot dem Segen. Himmlisch Vater, wir danken dir, für wo groß du bist. Herr, und wo du wahrlich wirst, dir so zu demütigen, zum so ein kleines Kind vor. Wir danken dir, für wo du bist, und wo du uns raten lässt. Und Herr, wir danken dir, für das, was du uns gegeben hast. Und wir beten, Herr, für Kraft, um diesen Segen widersprechen. Herr, ich bete, dass du machst jedem einem hier so segnen mit der Wird, was entfehlt, zum Zeugen zu Menschen, dass die würden können, die anweisen. Machst du die Leib geben, was entfehlt, zum die anderen Menschen annehmen, die leiden. Und machst du uns hier so ausgemeint segnen mit einer Einigkeit, dass wir können deine Arbeit hier so taub tun, aber ihr, der bete ich in Jesu Namen. Amen.